Dies ist eine Geschichte, die einem Märchen gleicht. Mit mutigen Figuren, Höhen und Tiefen und natürlich einem Happy End. Sie beginnt wie alle guten Märchen mit den magischen Worten: Es trank einmal. Es trank einmal die Witwe Margarete nervös ein Bier mit Brauwasser aus dem nahegelegenen Almkanal beim Preihaus beim Stiegl. Sie trank sich Mut an, denn nach dem Ableben ihres Gatten wurde ihr das Brauhaus zugesprochen. Es trank einmal ein jeder Brauer der 12 Salzburger Stadtbrauereien das eigene Bier zum Test, denn sie alle wollten der Beste und der Größte sein. Nur Stiegl aber gelang es, unerreichte 1800 Eimer Bier zu brauen, was etwa 100.000 Liter entsprach. Es trank einmal Johann Schreiner zur Besiegelung seines Kaufs der Stiegl-Brauerei einen Humpen der goldenen, würzigen Flüssigkeit. Sogleich erwarb er auch das Gemäuer in der Festungsgasse 206. Auf der Terrasse des zugehörigen Kellers war es durstigen Kehlen möglich, sich Braukunst auf höchster Stufe zu gönnen. Ein Ort, den wir auch heute noch als Stieglkeller kennen. Es trank einmal beinahe eine ganze Stadt so gerne Bier, dass Stiegl nach Maxglan umzog und dort die richtige Umgebung fand, um der starken Nachfrage gerecht zu werden. Doch kurz darauf musste der damalige Stieglerbe Josef Schreiner mit Tränen in den Augen zusehen, wie über Nacht die schönste Braustätte Salzburgs ein Raub der Flammen wurde. Es trank einmal Franz Huemer mit seinem Neffen Heinrich Kiener I. ein Bier aus Heiterkeit über die gemeinsame Stieglführung, die nach 7 langen Jahren Misswirtschaft für einen neuen Aufschwung sorgen sollte. Zuvor hatte Huemer ein Zeichen gesetzt, indem er raue Mengen des verschmähten Biers seines Vorgängers wegschütten ließ. Es trank einmal ein einfacher Wirt, ganz andächtig, das erste offizielle Goldbräu, nachdem das Märzenbier aufgrund der vielen Auszeichnungen und Goldmedaillen unter diesem Namen ins Markenregister eingetragen wurde. Nur wenige Jahre später durchbrach Stiegl erneut einen Bierrekord mit einer Produktion von berauschenden 130.000 Hektoliter. Leider sollten die prächtigen Bierjahre damit vorerst vorüber sein. 2 Weltkriege standen vor der Tür und als Folge trank ein fast jeder unglücklich 2,5 Grad Dünnbier. Doch das ist bis zum heutigen Tag die einzige Phase in der Unternehmensgeschichte geblieben, in der das Stiegl Goldbräu mit weniger als 12 Grad Stammwürze serviert wurde. Es trank einmal Heinrich Kiener II. Nach 51 Jahren erfüllter Tätigkeit sein letztes Bier, bevor er Dr. Heinrich Dieter Kiener III. Mit den Worten „Moch wo's geschätzt damit" die Privatbrauerei vermachte. Es trank einmal ein Braumeister genüsslich ein frisches Stiegl aus dem modernsten Sudhaus in ganz Europa. Durch die gesteigerte Produktion wurde schon bald darauf die magische Grenze von 1 Million Hektoliter erreicht. Es trank einmal ein Bauer auf dem Stiegelgut Wildshut in Ruhe ein Wildshuter Bier, gebraut aus längst verloren geglaubtem Urgetreide, verarbeitet in einer einzigartigen Melzerei und Rösterei. Weil für Stiegl das Bierbrauen im Boden beginnt, war die Eröffnung des ersten Bierguts Österreichs der nächste logische Schritt. Es trank einmal ein Visionär und Genießer einen Schluck von seinem Stiegl, bevor er die Stiegen zur Bühne hinaufschritt, um mit allen
die nun ein Teil der Erfolgsgeschichte waren, auf 525 Jahre Stiegl und Braukunst auf höchster Stufe anzustoßen.